Servus Leute und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und heute geht es mit meinem Projekt V-Pin weiter. Und wie ihr seht, es ist schon einiges passiert. Ich komme gleich drauf zu sprechen, was alles passiert ist. Ansonsten, ich hole schön um alle Teile her, die ich brauche. Und dann sieht man sich gleich nach dem Intro. So, jetzt erzähle ich euch, was ich bisher alles erledigt habe. Ich habe nun mich entschlossen, nicht so viele Knöpfe, wie ich zu euch zuerst gesagt habe, zu verbauen, nämlich nur einen Startknopf und einen Beenden-Knopf. Dann habe ich hier einen sogenannten Launchball, den ich unter der Abschussstange montiert habe. Und es fehlt ja jetzt noch zum Geld einschmeißen. Klar, man hat zwar hier diese Blenden, ich habe aber keinen Münzprüfer benutzt, sondern ich habe hier unten mir einen Knopf verbaut unter dem Gehäuse, dass das Ganze so digital dann einen Münzeinwurf darstellt. Wenn ihr das nun seht, so sieht das Ganze dann von innen mal aus, von hinten. Hier ist der erste Knopf, hier ist dann der zweite Knopf, wo die Münzen einwerfen, hier die anderen Knöpfe. Und Knöpfe ist gerade das erste Thema, das mich richtig angekotzt hat. Ich habe jetzt hier 3 verschiedene Knöpfe aus England bekommen. Alle Standard Arcade Buttons, die aber alle bei mir nicht passen und bei jedem anderen, der so ein Standardkabinett verbaut, auch nicht passen werden. Wenn man nämlich die Abschussstange einbaut und sich denkt, oh, ich brauche einfach anstatt einen Flipper-Button, nämlich Arcade-Buttons, werden die nie reinpassen, denn der Arcade-Button schlägt immer gegen die Stange. Deswegen habe ich mir jetzt extra welche aus England bestellt, die kein Gewinde sozusagen haben, sondern eine Blattfeder verbaut haben, so wie ein Flipper-Knopf auch. Und mit denen sollte es funktionieren. Alternative ist, man nimmt natürlich echte Flipper-Buttons mit einer Blattfeder. Die funktionieren immer, egal wann, wie und wo. Ja, sehen wir dann. Ich hoffe, das Teil kommt so schnell als möglich. Und ja, kommen wir weiter. Ich habe nun auch einen 28 Zoll BenQ Monitor als Backglas nachher verbaut. Den ganzen habe ich mit einer TV-Wandhalterung mir hingeschraubt. Hier seht ihr es, hoffe ich doch. Ging eigentlich sehr gut. Jetzt muss ich schon den Fernseher dazu schieben, sonst sieht es doof aus. Wartet mal kurz. Den 28 Zoll Monitor habe ich mit einer ganz normalen TV-Wandhalterung gebaut. Die habe ich für, ich glaube, 15 € bei eBay bekommen. Ja, also das war nicht wirklich teuer. Lohnt sich aber, ist geschickt, es hält selbst Erschütterungen aus. Kein Problem. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Eigentlich wollte ich hier noch einen zweiten Bildschirm einbauen, der die Punkte darstellt. Jetzt habe ich aber keinen im Moment gefunden, der mir hier dazwischen passt. Ich könnte natürlich hier das aussägen und dann den Bildschirm weiter nach unten schieben oder sowas. Das möchte ich allerdings nicht wirklich, ja. Das werde ich wahrscheinlich dann ein sogenanntes Dot-Matrix-Display oder auch DMD-Display mir besorgen und verbauen. Da fehlt mir aber im Moment noch das Geld dazu. Das wären nicht nochmal so 200 € ungefähr. So, wie ihr seht, habe ich schon die Boxen verbaut von meinem Wavemaster Moody-System. Die habe ich einfach hingelegt und mit einem Spanngurt sozusagen verschraubt. Da kann sich nichts mehr bewegen, es kommt trotzdem genügend Lautstärke heraus, gar kein Ding. Dann habe ich hier sozusagen ein Power-Set verbaut, sodass ich dann, wenn ich hier andrücke, das ganze System an- und ausschalten kann. Das dann hier unten hinkommt, ich hoffe, ihr seht das jetzt alles auch richtig, das dann hier unten ankommt, da ist einfach eine Steckdosenleiste angeschlossen, wo dann PC etc. pp. Angeschlossen werden. Und so hat man absolut kein Problem, nachher mit einem Knopf das ganze System anzuschalten. Der PC fährt hoch, die Fernseher gehen an, die Bildschirme gehen an und es lädt dann direkt in mein Flipper-Programm. So, dann das nächste, was ich noch neu habe, ist nun das Pin Control 1, an dem nachher die ganzen Knöpfe und Schütz und sowas, was ich angeschlossen werden. Diese Teile, wie zum Beispiel Flipper-Knöpfe, Metallteile, dieses Pin Control 1, die Hauptplatine, bekommt ihr im sogenannten www.vpinshop.de. Ich schreibe das hier mal schön rein, verlinkt ihr natürlich auch unten in die Beschreibung. Super Laden, super Typ, der mit Rat und Tat euch zur Seite steht, wenn ihr so ein Projekt bauen möchtet. Einwandfrei, super toll. Die Platine hat den Vorteil, ihr könnt auch stärkere Sachen verbauen, wie zum Beispiel einen Replane-Locker oder einen Shaker-Motor, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Die Alternative wäre zum Beispiel ein iPack 2 und ein sogenanntes LED-Vis, dass ihr LEDs und so anschließen könnt. Ihr könnt natürlich zusätzlich zu dem Pin Control 1 oder dem Pin Anna auch noch eine LED-Vis verbauen, wenn ihr mehr Teile verbauen möchtet. Das Pin Control 1 hat aber den riesen Vorteil, es kann die Abschussstange analog
also die hier, die Abschlussstange, einfach analog angeschlossen werden mit einem Potentiometer. Ja? Und das hat halt den Vorteil, es wird alles echter. So, wenn ihr Fragen zu dem ganzen Projekt haben solltet, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche es so gut es geht zu beantworten. Oder ich werde euch verweisen auf Leute, die es besser wissen als ich. So, kommen wir nun zum nächsten Ding. Und das ist mein PC. Da muss ich erstmal vielen Dank an den Seppi Zockt sagen, der mir geholfen hat, diesen PC zu bauen. Der PC mag etwas überdimensioniert sein für ein V-Pin, aber ich habe gedacht, lieber zahle ich einmal ein bisschen mehr und habe die nächsten, ich sag mal grob 10 Jahre Ruhe. Hoffe ich doch. Und was habe ich alles verbaut? Ich habe verbaut als CPU ein AMD FX 4300. Dann habe ich verbaut einen dickeren Kühler. Jetzt müsste ich nachgucken, ich schreibe es unten rein in die Beschreibung, was für ein Kühler es genau war. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Dann habe ich verbaut eine Asus GTX 970 OC Mini-Fassung, die natürlich standardmäßig übertaktet ist. Des Weiteren hat er noch 8 GB Corsair Vengeance Arbeitsspeicher drin und ein 500 Watt Corsair Netzteil. So grob. Das Ganze läuft bei mir mit Windows 10. In den Foren wird Windows 7 Pro empfohlen. Ich hatte noch Windows 10 eine Lizenz über, deswegen bin ich auf Windows 10 gegangen. Das war eigentlich das ganze Ding. Warum jetzt aber so stark? Also es wird empfohlen, um dieses Flipper-Programm alles darzustellen, auch schön flüssig, mindestens einen 4-Kern-Prozessor zu nutzen. Das heißt, es ist ein AMD Athlon, ich glaube X4 oder sei es ein i5 oder ein i3 oder halt die FX 4300er Reihe. Ich bin eigentlich nur aus Kostengründen auf den AMD FX 4300 gegangen. Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit dem. Und viel wichtiger ist, dass man mindestens 4 GB Arbeitsspeicher hat. Das ist das Minimum, darunter braucht ihr gar nicht wirklich anfangen. Und dann Grafikkarte. Ihr könnt natürlich, wenn ihr alle Grafikdetails runterschraubt, auch mit einer schwächeren Grafikkarte spielen. Empfohlen wird aber ab einer 770 GTX oder vergleichbar oder höher. So. Ich habe jetzt die 970 von Asus relativ günstig bekommen. Das waren, glaube ich, 160 €, wenn ich es recht weiß. Da habe ich gedacht, gut, verbaue ich die ist schön klein, hat Power, kann man alle Details darstellen, selbst aktuelle Spiele kann man noch mitspielen in Full HD. Man könnte theoretisch dann auch 4K mitspielen. Ich habe aber keinen 4K-Monitor, also lohnt sich für mich das Ganze nicht. Ja, also er ist sehr überdimensioniert. Ach ja, ganz vergessen, ich habe eine SSD-Festplatte mir noch verbaut. Aufgrund lädt schneller. Wenn man am Gerät schüttelt oder rüttelt, passiert nichts, deswegen eine SSD verbaut. Wenn ihr Fragen habt, was so das Minimumsystem ist, schreibt es mir in die Kommentare, ich versuche es zu beantworten, ein cooles, billiges System zusammenzubauen. Mein PC hat ganz genau 440 € gekostet, ist theoretisch eine Gaming-Maschine, reicht aber für dieses Flipper-Ding vollkommen aus, ist eigentlich fast überdimensioniert. Im Forum liest man auch von manchen, die dann eine 1070 verbauen und ein i7 und was weiß ich. Kann ich gar nicht verstehen, selbst wenn man in 4K spielen will, reicht die Maschine vollkommen aus. Selbst in höchster Einstellung, wenn ich alles einschalte, in Full HD, ich bekomme immer mindestens 60 Bilder die Sekunde, wenn nicht sogar mehr. Ich habe Tische, da habe ich 300 Bilder die Sekunde. Ich verstehe nicht, warum ich dann extra mir noch teurere Sachen verbauen soll. So, das ist es. Was habe ich noch gebaut? Ja, natürlich habe ich den PC und das Soundsystem hier mit so Holzleisten einfach nur festgeschraubt, so dass das Ganze nicht mehr rutschen kann oder verrutschen kann, wenn ich mit dem Flipper nachher spielen werde. Ja, was noch? Ich habe noch 4 Lüfter in das ganze Kabinett hier eingebaut. Ihr seht es hier, 2 Lüfter, da hinten 2 Lüfter, so dass nachher genügend Kühlung in diesem Kabinett herrscht, also in diesem Holzkasten. Ihr müsst bedenken, euer PC wird gut warm, der Fernseher macht nachher noch warm, hier ist nachher eine Glasscheibe drüber, das staut sich. Deswegen 2 Frischluft, 220er von Arctic, die waren billig, ich glaube 4-5 €. Die reinblasen, 2 die rausblasen. Ja, das muss eigentlich vollkommen reichen. Und ja, was habe ich noch neu hinzugekommen? Ich glaube, das war es vorerst mal. Es fehlt mir jetzt noch die Schütze, wo nachher das Klackern simulieren, die Knöpfe für die Seite, mir fehlt noch der Fernseher, der das Spielfeld da simuliert, der ist zwar hier, aber noch nicht verbaut, weil ich brauche jetzt einen Helfer, der mir da hilft. Den werde ich nachher hier
ein Holzbrett verschrauben mit 2 Winkelchen auf jeder Seite und dann auch mit einer TV-Wandhalterung drauf, auch ich glaube für 20 € bei eBay oder so, drauf machen, sodass ich, wenn ich mal an den PC muss, ich die Glasscheibe abziehen kann und einfach per Wandhalterung den Fernseher nach oben klappen, sodass ich da richtig ohne Probleme an den PC hinkomme. Und ja, also bisher läuft mein Projekt ziemlich gut. Herbe Rückschlag waren bisher die Knöpfe, wo nicht gepasst haben, so wie ich geplant oder gedacht hatte. Mit dem Programm selber auf meinem Testsystem lief es, dann lief es mal wieder nicht und dann doch, aber in den Foren, die Leute sind alle so hilfsbereit, gar kein Thema. Und der hilfsbereiteste bisher war eigentlich hier der vpnshop.de, kann ich euch absolut empfehlen. Wenn ihr so ein Projekt machen möchtet, ist das eure erste Anlaufstelle für die Hardware. Softwaretechnisch wäre es zum Beispiel das flippermarkt.de Forum, vpforums.org. Das Computerprogramm selber werde ich eventuell, wenn ihr es möchtet, in einem extra Video zeigen. Ansonsten empfehle ich euch da die Videos von dem guten Scorpius, von dem bin ich auch auf die Idee gekommen, mir so ein Projekt zu machen. Das habe ich vor einem knappen Jahr ungefähr gesehen. Ja. Kommen wir nun zu der Frage, wo mir gestellt wurde, warum ich denn ein echtes Kabinett benutze. Also und mir das nicht selber baue. Das gute Scorpius hat da mal ein Video zugemacht. Ich werde es hier verlinken. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe dieses Kabinett gekauft aus Niederösterreich mit Versand für 350 € und es waren alle Metallteile dabei. Es war das Holz dabei, es waren Füße dabei, es war die Kassentüre dabei. Und wenn ich mir allein diese Metallteile gebraucht kaufe, würde ich schon auf 300 € kommen. Dann kaufe ich mir noch das Holz dazu. Und das Ganze wäre ich auch beim gleichen Preis gewesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe mir lieber ein fertiges, altes Kabinett, das ausgeschlachtet wurde mal von jemandem, weil man das repariert hat. Und es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, das Holz ist alles da, die Teile sind alle da und man hat es alles schon fertig. Der Nachteil ist, es ist halt ein altes Kabinett, es ist bespielt worden, es stand wahrscheinlich mal in der Kneipe. Es hat seine Dellen und Macken oder Kratzerchen. Mich persönlich stört es nicht. Ich finde es eigentlich sogar richtig angenehm. So wirkt das Ganze, obwohl es die neueste Technik hat, so ein bisschen retromäßig. Der nächste sagt, das gefällt ihm gar nicht. Vor allem die Kratzer an den Seiten, an dem Vinyl und so. Hat halt den Vorteil, wenn man das Ganze jetzt selber baut, das Holz, dass man sich dann ein eigenes Artwork aussuchen kann. Aber das kostet dann alles ein bisschen mehr. Wenn ihr zum Beispiel euch entscheidet, ihr möchtet das alles selber bauen, im vpnshop.de könnt ihr auch Bausätze bestellen, mit denen ihr euch diesen Flipper-Kasten komplett alleine bauen könnt. Geht relativ gut. Ich war in dem Laden drin, habe es mir angeschaut, die Teile sind nachher besser als neu. Ja, ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Projekt habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ansonsten, ich bin euer Bambi Plattfuß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.